Schon mal gesagt, ich sehe auf dem Stuhl? Uff, das klingt echt schräg, oder? Heute zeigen wir dir, wie du solche witzigen Fehler vermeidest und sogar für dich nutzt. In Kaffee, Bäckerei und Smalltalk, alles auf A2-Niveau. Genau, du hörst echte Mini-Dialoge zum Nachsprechen und bekommst einfache Rettungssätze. Du lernst, was du wirklich am Tresen sagst und wie du peinliche Momente freundlich löst. Klingt gut? Dann legen wir los. Hi zusammen, ich bin Tim und ich hab diese Pannen echt auch erlebt. Schön, dass ihr dabei seid. Zum Üben später, die ganze Lektion gibt's bei Vocabli. Also, fangen wir direkt mit einem Klassiker an, ja? Viele verwechseln sehen und sitzen. Das ist lustig, aber halt auch total normal beim Lernen. Stimmt. Sitzen ist, naja, du bist auf einem Stuhl und bleibst da. Sehen ist mit den Augen, klar. Also richtig ist, ich sitze auf dem Stuhl und ich sehe den Stuhl nicht auf dem Stuhl. Ja, und du kannst dir merken, sitzen, stehen, liegen, das sind Positionen. Sehen, hören, riechen, das sind Sinne. Ganz easy, oder? Apropos easy. Ich hab neulich wieder diese Bäckereigeschichte gehört. Jemand wollte ein Brötchen für den Hund und er hat aus Versehen eine Bratwurst für den Hund gesagt. Die Bäckerin so, wie bitte? Lass uns das kurz spielen, okay? Ich bin die Bäckerin am Tresen. Du kommst rein. Guten Morgen. Ich hätte gern eine Bratwurst für meinen Hund. Also, ja, bitte? Oh, eine Bratwurst für den Hund? Bist du sicher? Meinst du vielleicht ein Brötchen? Oh nein, genau, ein Brötchen, sorry. Also, ich hätte gern ein Brötchen für meinen Hund. Und für mich noch ein Kaffee, bitte. Perfekt. Und kleiner Tipp, das Ö in Brötchen, denk an schön. Brötchen, schön, Ö. Das hilft echt. Und wenn was komisch klingt, einfach lachen und korrigieren, passt schon. Ja, und noch 2 Sätze für die Bäckerei. Zum Mitnehmen, bitte. Oder für hier, bitte. Die klingen super natürlich und sind total praktisch. Kommen wir zu Schreibpannen. Viele denken, alle wichtigen Wörter sind groß. Dann schreiben sie ich liebe Deutsch und esse gern Brot. Sieht witzig aus, aber verwirrt. Genau, im Deutschen sind nur Nomen groß, also Dinge, Personen, Ideen. Verben klein, Adjektive auch. Richtig ist, ich liebe Deutsch und esse gern Brot. Oder, das Wetter ist schön, da ist nur Wetter groß. Wenn das schwer fällt, lies mal Kinderbücher. Da sind die Sätze kurz und klar, und du siehst die Großschreibung oft. Kinderbücher und Cartoons helfen echt, ohne Stress. Nochmal kurz zu den Verben. Du kannst dir 3 Freunde merken. Sitzen, stehen, liegen. Das ist, wo dein Körper ist. Und dann die Augenfreunde. Sehen, schauen, ansehen. Das ist, was deine Augen machen. Mach ein Minitraining im Kopf. Sag leise, ich sitze auf dem Sofa, dann, ich sehe das Sofa, du spürst sofort den Unterschied, oder? Das wird schnell automatisch. Und Idiomen, also feste Ausdrücke, helfen auch. Zum Beispiel, ich drücke dir die Daumen, heißt viel Glück. Und das Kind beim Schopf packen heißt eine Chance direkt nehmen. Klingt komisch, ist aber total üblich. Mini-Quiz, mal testen. Weißt du noch den Unterschied zwischen Sitzen und Sehen? Überleg kurz. Okay, Auflösung. Sitzen ist eine Position. Ich bin auf dem Stuhl. Sehen ist mit den Augen, ich sehe den Stuhl. Wenn du das trennst, machst du schon viel weniger Fehler. So, Storyzeit.
Eine Freundin wollte cool sein und einen Dialektsatz sagen. Sie hat aber aus Versehen ein Schimpfwort gesagt. Alle waren erst so hey, und dann mussten wir lachen, und es wurde ein Insiderwitz. Am Ende hat es sogar geholfen, Leute kennenzulernen. Ja, und in so Momenten hilft ein Rettungssatz. Zum Beispiel: Entschuldigung, ich lerne noch. Sag ich das richtig? Oder wie sagt man das freundlich? Die meisten Leute sind nett und helfen gern. Lass uns dazu mal kurz spielen, okay? Wir planen etwas, und du benutzt einen Ausdruck falsch. Ich reagiere und helfe dir. Also, lass uns das Kind packen und sofort anfangen. Ey, wie bitte? Du meinst sicher die Sache. Man sagt, lass uns die Sache beim Schopf packen, das heißt, die Chance direkt nehmen, nicht ein echtes Kind, haha. Ah, stimmt. Dann sag ich: Lass uns die Sache beim Schopf packen und loslegen. Klingt viel besser. Genau so. Und wenn du unsicher bist, sag vorher heißt das so, das nimmt Druck raus. Und alle wissen, du probierst es mutig, das ist super sympathisch. Noch ein paar sichere, alltagstaugliche Sätze. Kein Stress. Alles gut. Passt schon. Die kannst du fast immer sagen, wenn was schief geht. Im Café, bei Freunden, sogar beim Smalltalk. Aber Achtung, also nur kurz als Hinweis, in formellen Situationen, zum Beispiel im Büro, sag lieber alles in Ordnung oder kein Problem. Ist derselbe Sinn, klingt nur höflicher. So wirkst du professionell und freundlich. Und, naja, auch wenn viele sagen, Deutsch ist mega schwer. Ich finde, mit Humor, kleinen Dialogen und klaren Regeln geht's wirklich besser. Die Leute lachen meistens mit dir, nicht über dich. Das nimmt einfach die Angst. Oh, und Mini-Verwirrung am Rand, tschüss oder tschüss. Beides hörst du. Such dir eins aus, bleib dabei und lächle. Dann ist alles gut. Hier sind noch 2 Rettungssätze, echt Gold wert. Wie heißt das auf Deutsch? Und, können Sie das bitte langsam sagen? Wenn du die parat hast, kommst du aus fast jeder Panne wieder raus. Sprich die mal laut, ja? Wie heißt das auf Deutsch? Kleine Pause, können Sie das bitte langsam sagen? Wenn du das mit Rhythmus übst, kommt es später automatisch raus. Kurzer Überblick, was wir heute hatten. Die Verwechslung sehen und sitzen, die Brötchen-Bratwurstpanne in der Bäckerei und die Sache mit der Großschreibung. Plus ein paar Idiome wie ich drücke dir die Daumen und die Sache beim Schopf packen. Das sind echt die größten Comedy-Fallen und gute Lernchancen. Fürs Schreiben hab ich noch was Praktisches, mach ein Mini-Tagebuch. Jeden Tag 3 Sätze. Markier alle Nomen dick in deinem Kopf und schreib sie groß. Verben und Adjektive bleiben klein. So trainierst du die Augen. Und fürs Hören: Schau Kindercartoons mit Untertiteln auf Deutsch. Die Bilder helfen und die Sätze sind kurz. Du merkst dir Wörter besser, weil du sie siehst und hörst. Doppelt hält besser. Wenn dir ein Fehler passiert, atme einfach einmal durch. Dann sag, oh, ich meinte eigentlich, und wiederhole langsam. Das ist höflich, klar, und schon ist die Situation entspannt. Jetzt sind wir neugierig. Was war dein lustigster Fehler auf Deutsch? Hast du mal in der Bäckerei was total Falsches bestellt oder ein Wort mit einem Idiom verwechselt? Erzähl uns deine Story in den Kommentaren, wir lesen super gern mit. Und wie gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis bei Vocably. Der Link steht in der Beschreibung. Probier's aus und übe die Dialoge nochmal in Ruhe. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Bleibt locker, lacht über Fehler, und ja, wir drücken euch die Daumen. Bis zum nächsten Mal.